Können wir jetzt gehen oder noch nicht? Ich denke mal schon. What do you mean $10? I totally paid when I got here. Besides, I don't even have $10. Come on, Noelle. Serves you right, Dick. If there's something at the Abraxas house related to the fire, I need to find it. Okay, Professor. Time to break and enter. Oh. I lost my last bar half an hour ago, but I must be pretty close to campus by now. Looks like they do shows here. Wonder if they're in the market for a Pacific Northwest post-industrial femcore band. Hey, my buddies and I were wondering, why do all you gender studies chicks have weird hair? In nature, bright colors are a warning for predators to stay away. It's called survival of the not dumb fucks. She savaged you. Yeah, she's way into you, Ren. Get her number. Hold up. That's off, dude! Oh. Mensch. What happened here? It's nothing, Noelle. We were just messing around. The snapping turtle has a strict no fighting policy. You're both out. Come on! Be thankful I don't put you on the banned list. Leave. Now. I'm sorry. My friends and I were just... I'm sorry. Ja. Your friends are loudmouth douches. What do you think that makes you? You're funny. Later. Kicked out of a bar before I even stepped foot in it. That's a new record. But my ass is too hungry to give up just yet. That bouncer is posted up by the front. Wonder if there's another way into this place. Ich frage mich halt wirklich, was die gemacht hätten, wenn ich angegeben hätte, dass Chloe gestorben ist. Weil irgendwie, ja. Park den Van hinten. Nein, hinten. Bash, das ist eine Einbahnstraße. Ich sehe, wie du mir den Vogel zeigst. Park einfach hinten. Sie meint, sie kann nicht längs parken. Das sehe ich. Bin gleich da. Ich fahre bei der Tankstelle vorbei. Braucht irgendwer was? Chips bitte. Nein, danke. Lass ja nicht zu, dass Bash noch einer dieser Hotdogs kauft. Hallo? Bash, wir sind morgen 4 Stunden unterwegs. Lass die Finger von den Furzfabrikwürstchen. Ich bin ein kulinarischer Ikonoklast. Verurteile mich nicht. Wir haben keine kleinen T-Shirts mehr. Ich weiß, ich schneide morgen unten was von der XLs ab und verkaufe sie als bauchfrei. Echt? Wer soll das denn kaufen? Klingt doch niedlich. Super, trag morgen eins auf der Bühne und wir sind vor Boys ausverkauft. Wie, wo bist du? Ich bin in der Lobby mit M. Erde an Bash? Chloe, wir sind spät dran. Was zum Teufel? Ich versuche sie auf die Beine zu bringen.
Geht ran. Sorry, dass ich spät dran war, aber ihr müsst zugeben, die Show war unglaublich. Sehen wir uns im Hotel? Vielleicht. Der Barkeeper will mir seine Python zeigen, aber er hat echt eine Schlange zu Hause. Aber ich glaube, er will auch vögeln. Chloe, ich habe mir deine Voicemail gehört. Ist das ein Scherz? Nein, tut mir leid. Ich muss wirklich um etwas kümmern. Ich bin vor Denver zurück. Ich habe schon angerufen. Sandy hilft euch beim Aufbau fürs nächste Konzert. Moment, was zum Teufel? Sieh an, wer aufgetaucht ist. Bist du mit dem Barkeeper nach Hause? Eine Dame genießt und schweigt. Vögel bitte nicht da, wo wir arbeiten. Komm zurück und sag's ihr ins Gesicht. Wo bist du? Meinst du eine andere Band oder was? Nein, in ihrer Voice meinte sie, es sei etwas Persönliches und dass es Joyce gut geht. What the fuck, du hast ihr eine Voice hinterlassen, aber nicht mir? Izzy hat das Sagen, solange ich weg bin. Ich muss weiterfahren, ich melde mich. Himmel, du weißt, dass wir uns auf ein Merch-Design einigen müssen, bevor wir in Denver ankommen, oder? Keine Sorge, ich habe ein paar Skizzen und denke, sie sind vielversprechend. Chloe, komm zurück, Bash versucht sich an der Kunst. Chloe, ich finde die Verzichtserklärung für den Ladeboys nicht. Ist im Handschuhfach. Nein, ist sie nicht. Ich habe nachgeguckt. Okay, hab sie gefunden. Bash, die war ganz oben. Wie triffst du mit dem Sehvermögen dein Schlagzeug? Relief, hat Sandy euch beim Aufbau geholfen? Izzy, rede nicht mit der Verräterin. Sei nicht so. Ich will nur wissen, ob ihr Hilfe braucht oder Kaution. Uns geht's gut. Bash hat viele aufregende Ideen für Merch-Designs und ihre kulinarischen Entscheidungen sorgen weiter für dicke Luft im Van. Marisol leistet grandiose Arbeit dabei zu verhindern, dass ich in den Verstand verliere. Aber du kommst besser zurück, bevor wir Boys erreichen, oder ich bin nicht für meine Taten verantwortlich. In Pittsburgh scheint es zu regnen. Hast du deine Jacke angepackt? Gewitter in Chicago. Lohnt es sich jetzt noch zu duschen? Ich glaube, in Indiana schneit es. Hoffentlich hast du deinen Stiefel dabei. Mama, du weißt, dass es Wetter-Apps gibt, oder? Hast du mein Ruklo-Passwort geändert? Ich konnte mich nicht mehr einloggen. Lol, what the fuck, was ist Ruklo? Chloe, mach keine Witze. Ich muss Dr. Gabe gucken. Mama, ich schwöre, ich habe deine Netface, Ruklo, Licks und so weiter nicht angerührt. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich bin stolz auf dich. Das ist schön. Danke. She didn't respond. What was I expecting? Of course she moved on. Nee, hat sie nicht. Okay, Tagebuch. Ist eine Weile her. Ich habe dich nicht vergessen. Es ist nur, ich dachte, der Teil meines Lebens, in dem ich dich brauchte, sei vorbei. Da lag ich falsch. Ich hatte gestern einen Albtraum. Das ist an sich keine Überraschung. So viel Rumreisen verwandelt jedes Hirn im Brei. Außerdem sind meine Träume wieder abgefahren, weil mein Hirn ein Kaleidoskop aus verrücktem Scheiß ist. Aber der war anders. Er war ein absolutes Erlebnis und obwohl ich ihn nicht kapiert habe, fühlte er sich an, als würde ich ganz und gar dort und mir allem bewusst. Ich war am Leuchtturm in Arcadia Bay. Es kam mir so vor, als sei Max dort, aber ich konnte sie nirgends sehen. Es gab viel Zeug dort, das keinen Sinn ergab. Der Pfad, die Bänke, Scheiße, selbst der Himmel. Alles fühlte sich falsch an. Doch das war nicht das Einzige. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sich alles in meinem Leben geändert hat. Im Mittelpunkt standen Arcadia Bay und der Sturm. Und irgendwie war es viel schlimmer als die Realität. So sind Träume, oder? Sinnlos, ständig über sie nachzudenken, egal wie echt sie sich anfühlen. Deswegen habe ich dich als altes Ding wieder ausgegraben, damit ich all den seltsamen Scheiß bei dir abladen und dann vergessen kann. Ich muss ein weiteres Konzert vorbereiten, eine weitere Krise lösen. Wusstest du, dass Fußpilz sich auf viel schlimmere Bereiche als Füße ausbreiten kann? Meine Bassistin weiß es jetzt. Ein wahrer Tag unterwegs. Peace. Erste Woche der Tour. Heilige Scheiße, ist das super. Nach all dem Planen, Koordinieren, Buchen, Umbuchen, Van reinigen, es geht los. Es passiert. Die ersten 3 Konzerte waren eine bunte Mischung. Wir haben mit der Hipster-Bar Swing Cycle in Seattle angefangen. Ich hatte große Hoffnung, die guten Einwohner von Seattle schnell mit ihren Handys und $15 Bier in der Hand ruinierten. Ich wette, 2 Bier
dass der Laden in einem Jahr Live Nation gehört. Als nächstes war ein Laden auf dem Land dran. The Chop Shop. Ich habe mir deswegen vor Angst in die Hose gemacht, aber es war irre. Ich glaube nicht, dass das Publikum irgendeine Zeile verstanden hat, aber die waren da, um zu feiern und die Mädels haben wie irre auf die Energie reagiert. Mitten in Watch grinste Izzy mich an, wie kannst du den Scheiß hier glauben? Drugstore, Make-up. Gestern Abend in Seattle Lake City fing gut an. Viele Punks in SLC. Die Fans von Drugstore sind unser Merch war fast ausverkauft, bevor das Konzert überhaupt anfing. Immer ein gutes Zeichen, doch mittendrin ging alles schief. Irgendwer schmiss Kram auf die Bühne, der Sicherheitsdienst griff ein, Leute schmissen Kram auf die. Ein jüngere Chloe hätte das toll gefunden, aber die anständige Managerin Chloe musste sich das Mikro schnappen und allen sagen, dass sie sich wieder einkriegen sollen, sonst ist die Band gezwungen zu gehen. Und am besten, seit die Tour angefangen hatte ich keinen dieser furchtbaren, du weißt schon mehr. Vielleicht vergeht das wie eine Erkältung. Ich denke immer noch ständig an Max, aber das ist normal. Es ist, wie ich es immer vermutet habe. Das beste Mittel gegen alles ist laute Musik und Headbanging. Genau. This one seems like she'd be immune to both my sweet talk and lie my face off strategies. Hey, about what happened. Not interested. Ja. Beat it. Ah, the northern New England douche in its natural habitat. I believe this genus is known as Jagoff maximus. You boys know any good fishing holes? Fuck off. You got any chaw? I'm fresh out. Hey, beat it, freak. Again. Which of you fellas has the sign-up sheet for the circle jerk? Or did it happen already? Don't laugh at that. Schade. Beer and open fire. One of my favorite pairings. Hallo. My experience getting kicked out of bars has taught me there's usually another way in. Ja. This shitty truck reminds me of my last shitty truck before my current shitty truck. Mhm. Naja, der sieht aber nicht schlecht aus. If this truck could talk, it would beg someone to put it out of its misery. Weit kann ich gehen? Nicht weit. If this is like any other place, there's probably an entrance around back. Bin doch unterwegs. I don't think waltzing right into the kitchen is the move here. Murder cow. Stick cow on plaque. Throw cow in dumpster. The circle of life. So beautiful. Okay, hier ist nichts. My experience. If they take this turtle theme into the food or drinks, I'm out of here. Hier kann ich aber nicht rein. Ugh. What kind of basic bitch fairy tale splooge dream is this place? I've never set foot in a frat house, so I choose to believe this is what a keg stand is. Eieiei.
Sehr viele Alpha-Wände. Chloe, 1. Strict no fighting policy. 0. Wait. Don't I know you? Max's blue-haired girl. Are we in that horrible place again? Welcher Ort? Was? What horrible place? You mean the lighthouse? Okay. Let go of me! Wait, I need to see. See what? Well, this is interesting. See you around, Chloe. Shit gets weirder and weirder. I really hope Max can make some kind of sense out of me. Ich hab nichts verstanden. The fire starts here in 2 days, unless I stop it first. There's a lot going on here. I should explore that patio and see if I can find anything suspicious. Okay, ein Geheimnis ist gelüftet. Das Fairmont-Haus, in dem das Feuer ausbricht, ist das Apraxis-Haus. Anscheinend versucht die Verwaltung, es im Rahmen von Präsident Cheddars Erweiterungsplänen abzureißen. Das ist interessant und alarmierend. Vielleicht können wir morgen dorthin und ermitteln. Ich bin schon hier. Hätte ich mir ja denken können. Du musst nicht waghalsig werden. Wir haben noch genug Zeit. Vielleicht, aber ich konnte nicht warten. Ich sag dir, was ich finde. Eieiei. New England Wreck Kings. That's a mouthful. It looks like the demolition was planned, but they never had a date set for it. It's getting really tense between Abraxas and his demolition crew. This looks like a big operation for one house. Naja, also... Warum steht das hier offen? It's not just this house. Owen's plans are to take over the whole neighborhood. Eieieiei. Das alles soll weg. Scheiße.
All this firewood is alarming. Nein! Looks like they trashed half the house. Okay, ich dachte, da passiert irgendwas. Abraxas is clearly not leaving this place without a fight. If I insert the right object in these symbols, will this thing turn into a rocket ship and fly me to Abraxas' home planet? Ja. I knew Abraxas used to be an occultist group. Maybe it still is? Weil das einfach... Ja. Abraxas thinks they can move back into their house. But I don't think the administration is giving up yet. Sieg. Eure Praxisführung hat die korrupte Verwaltung besiegt. Eine Aussetzung des Abrisses wurde vom historischen Ausschuss von Lakeport erwirkt und eine Inspektion der Immobilie wird stattfinden, wofür wir uns eingesetzt haben. Bleibt auf dem Laufenden für Pläne, unsere Zuhause bald wieder zu besetzen. I don't think the demolition is happening anymore, but this sign is pretty alarming. I'm an amateur detective at best, but this footprint looks pretty fresh to me. So in the end, it was the Lakeport Historical Commission that stepped in to stop the demolition. Good for them. Owen has not backed down in his fight against Abraxas. Büro des Präsidenten, Räumungsbefehl für Feuerstraße. Alle Bewohner von Feuerstraße müssen dem Räumungsbefehl der Universität unverzüglich nachkommen. Bitte meldet euch beim Büro für Unterkunft und Anwohner der Universität für neue Wohnraumeinteilungen. Ständen, die dem nicht nachkommen, riskieren Disziplinarverfahren. Okay. Ist einfach kein Ton beim Laufen. They're kicked out of their house, but they're still gathering Halloween decorations? Someone tried to get in this way, but they failed. Was ist das? Hey, where are you going? I was enjoying the show. Now or never. Wir reden einfach nicht drüber, dass die uns gerade den Weg gezeigt haben. Okay.